ihr Landratten. Moin. Hier ist Hamburg Hafen Live mit einem zweiten Teil heute. Stream Nummer 2 schon. Sind wir schon wieder live? Das geht immer so schnell, ne? Ja, die Pause war jetzt auch extrem kurz irgendwie. Nach dieser Bastelorgie mit Ben. Einige von euch haben ja zugeschaut. Kannst du deine Finger noch bewegen? Oder? Ja, alles gut, alles gut. Wieso meinst du, weil das alles so klein war? Ja, aber das so. Und in meinem Alter dann schon Gicht in den Fingern. Ich wollte es ja jetzt nicht so sagen. Ja, das könnte sein, das könnte sein. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen. Die AIDA Nova geht raus. Allerdings verspätet die sich ein bisschen. Das heißt, die geht erst um 18:30 Uhr raus. Und ja, von daher haben wir ein bisschen Zeit. Aber es gibt ja ein bisschen was zu feiern. Ja, Stößchen, ne? 2 Jahre Hamburg Hafen Live. Prost. Stößchen. Den muss man erst aufmachen. Ach. Du hast die Reihenfolge irgendwie etwas durcheinander gebracht. So. Und die guten Schraubverschlüsse. Da sieht man, dass du kein Profi bist. Das dauert viel zu lange bei dir. Du machst das in einem Rutsch, ne? Ja, ich habe da Übung drin. Ja. Prost, ihr Lieben. Prost. Macht's gut. Also ich glaube, so viel mehr als so ein Schlückchen kann ich heute auch nicht. Ich hatte ja schon Bist du nicht so... Doch, ich würde gerne. Aber ich war ja heute Morgen oder heute Mittag schon zum Brunchen eingeladen. Und da gab es ja auch das eine oder andere Stößchen. Ach, okay. Ja, Brunch ist natürlich gefährlich. Ganz gefährlich. Ja, Mensch, am 15.02.2023 haben wir den Kanal, also den YouTube-Kanal gegründet. Das haben wir auch als offizielles Geburtstagsdatum genommen. Genau genommen haben wir schon ein bisschen eher gestartet. Es gab auch schon Streams vorher, aber das ist irgendwie so, ja, das Datum steht ja auch, wenn man auf den Kanal guckt, da kann man ja bei Infos schauen. Okay. Und da steht es dann ja auch. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz gut, dass wir das so als, ja, quasi offiziellen Aber Geburtstag nehmen, war nicht oder? auch der erste Stream, der erste offizielle Stream vom Fischmarkt unten? Seid ihr da nicht an der Fischauktionshalle gestartet? Nee, an Landungsbrücken war das. Okay. An Landungsbrücken. Muss man gerade gucken. Ich habe hier irgendwie gerade so ein kleines Flackern gesehen, aber es kann auch sein, dass das nur dieser eine Monitor hier ist. Aber gut, so ich hoffe mal, dass Bild und Ton soweit in Ordnung sind. Ja, Mensch, einiges an Zeit vergangen und schon wieder so viele dabei. So viele dabei und so viele Wahnsinn. Glückwünsche kommen hier schon wieder rein. Leute, das rattert hier schon wieder. Meine Brille aufsetzen. Mensch, Kann ja gar nichts gucken. Glückwunsch über Glückwunsch. Die Kleine ist seit 5 Monaten dabei und schickt alles Gute zum 2-Jährigen. Dankeschön. Dankeschön. Michaela Awan, 2 Euro Superchat. Danke dir. Marc Vielen Stibbe. Dank. Marc, auch einer der ersten Stunde, seit 21 Monaten. Danke dir für 21 Wahnsinn, ne? Monate. Das hört sich schon so irre lang an, oder? Findest du nicht? Wahnsinn, Wahnsinn. Guck mal, Janni Hahn hat eine interessante Frage. Hat sich euer Alltag in der Zeit verändert? Ja. Was würdest du sagen? Ja, soll ich es raushauen? Ja, du Also ich muss mal sagen, so kannst auch sagen, ich verweigere die Antwort oder ich also rufe ich meinen Anwalt würde mal an. sagen, so wenig Freizeit hatte ich lange nicht. Aber es macht ja Spaß. Also es ist halt irgendwie, es ist unglaublich zeitaufwendig. Also ich sag mal, der Tag, der zieht sich so mit dieser Arbeit. Also es ist höchstwahrscheinlich nicht mehr Arbeit als sonst, aber durch, dass du immer so unterschiedliche Uhrzeiten hast und du musst herfahren und dann wieder zurückfahren, noch abbauen. Also es ist immer so ein Vorlauf und irgendwie ist der Tag dann auch schon rum. Ich weiß nicht, irgendwie... Es ist so wenig Rhythmus drin. Ja. Man steht halt morgens auf, teilweise abends gucke ich schon, was so an Schiffsverkehr ist. Morgens gucke ich dann nochmal, ob das auch alles so passt, ob das dabei bleibt. Und ja, irgendwie baut sich alles halt so ein bisschen so um diese Streams herum. Und da wir aber irgendwie, also wir können ja jetzt nicht Montag sagen, dass wir am Donnerstag um 17:30 Uhr streamen. Nee, und du musst halt alles drum rumlegen und wir haben ja auch noch andere Sachen, die wir ja auch noch jobmäßig machen, das darfst du ja auch nicht vergessen. Also es ist ja nicht nur der Kanal, sondern das musst du halt alles noch einbauen, aber es ist anders. Also vielleicht habe ich auch nur ein komplett gestörtes Zeitmanagement, ich weiß es nicht. Aber nein, es macht ja auch total Spaß. Also das ist, es war ja
ja vorher bei uns auch schon nicht anders. Ich meine, durch diese ganze durch die Fotografiejobs war es ja auch so. Wir haben viele Jobs, was rein Foto war, natürlich in der Woche gemacht und am Wochenende haben wir Workshops gemacht. Oder eben Sachen, irgendwelche Produktionen, die man nicht in der Woche machen konnte. War auch nicht anders und war, glaube ich, von der Zeit halt auch nicht weniger. Aber also ich habe schon das Gefühl, ich musste mir so meine Freizeit ein bisschen mehr zurechtlegen. Also das ist nicht mehr so, dass du sagen kannst, ach irgendwie, ja, 18 Uhr, die Mädels gehen los. Nee, warte mal kurz, muss ich erst mal gucken. Aber es, wie gesagt, alles gut. Guck mal, da hat sich doch gerade einer rausgeschlichen. What? Ohne dass wir es mitbekommen haben. Wahrscheinlich hat der ganze Chat geschrien. Schiff legt ab und ja, die beiden Blindschleichen kriegen überhaupt nichts mit, ne? Nun haben sie schon beide eine Brille auf, können immer noch nichts kicken, ne? Das bringt alles überhaupt nichts, ja. Tom, danke dir für 12 Monate auf der Speicherstadt. Danke Vielen für Dank. 3 Monate an den Marco. Janni Hahn, ja, von dem kam eben auch die Frage, auch seit 6 Monaten. Danke, Janni. Dann, oh Gott, jetzt ist mir das hier gerade alles verrutscht. Wo ist es denn? Wo ist er denn? Da. Martin und Jutta, danke euch für 17 Monate. Rob45GT, 2 Euro Superchat, ganz lieben Dank für 2 Jahre. Stefan, danke dir für 9 Monate auf dem Fischmarkt. Frank, danke für 13 Monate Reeperbahn. Seestern62, das ist doch unser Andreas, ne? Das ist Andreas. Danke dir für 5 Monate bei Twitch. Mike Fassbender, 11,99 mit der ganzen Bande, inklusive Hansi und Thea, die ganze Familie, 11,99. Mike, ganz lieben Dank, dass du so lange schon dabei bist und auch immer so extrem unterstützt hier. Wirklich ganz Vielen toll, Dank. dich an Bord zu haben. Volker G., 5,99 Superchat. Danke, Volker. Also Er eben, schreibt, toll, dass es euch und die Streams gibt. vielen Dank. Also eben hatte der schon wieder so einen kleinen Wackler, dein Monitor. Ich Das glaube, ist das aber liegt nur, aber daran. Das ist nur der Kontrollmonitor Ja, hier, alles gut, der deswegen so ein sage bisschen ich am ja. Flackern ist. Ja. Ja, nach meiner Kabelpsychose hier. Ihr habt ja die Kabel gesehen, wie es hier aussieht, ne? Ja. Also vorhin im Stream hatte ich das einmal und in der Story. Also, ja. Jens-Peter Jansen, danke dir für 5 Euro. Und er schreibt, Glückwunsch zum 2-Jährigen, wünsche euch das Allerbeste und dass noch viele weitere Jahre folgen. Dankeschön. Danke. Apropos Kabel, wir haben ja diese Bürogemeinschaft hat hier auch so einen Reinigungsservice. Und nachdem Patrick ja gestern hier extrem umgebaut hat, aufgebaut hat, wir jetzt noch die neue Wand haben. Oh, guck mal, da kommt Anita. Anit. Die Anita. Und Elas. Moinsen. Da fährt sie. Ja, und nachdem das hier alles umgebaut wurde, hier jetzt glaube ich 20 Stative stehen, 180 Kilometer Kabel verlegt worden, können die hier eigentlich gar nicht mehr durch, weil die kommen ja hier gar nicht mehr durch mit ihrem Reinigungsgerät. Ich musste hier gestern einmal so ein bisschen mir einen Staubsauger holen und hier einmal ein bisschen saugen. Da kommst du echt nicht mehr durch, also das kannst du echt nur noch alleine machen. Also brauchen wir vorne an unserer Tür ein Schild, bitte nicht reinigen. Extreme Stolpergefahr. Nee, du kommst ja hier auch gar nicht mehr richtig lang. Also ich habe ja so einen kleinen Akkusauger, mit dem kommt man hier super lang. Aber mit so einem normalen Staubsauger wird es schwierig. Ja, Anita und Annalisa P. Danke Porsche-Fan für 13 Monate. Vielen Dank. Hast du schon gesagt, dass die AIDA später ablegt? Ich habe es eben schon einmal erwähnt, aber Alles alle, gut. die jetzt später eingeschaltet haben, AIDA verspätet sich etwas, soll erst um 18:30 Uhr rausgehen. Das heißt, wir haben jetzt genug Zeit, hier ein kleines Stößchen zu machen und ein bisschen in den Chat gucken. Caro und Ares sind da mit 11,99. Danke, ihr Lieben. Und sie schreiben, Vielen schön, dass es Dank. euch gibt. Grüße an euch.
Michaelis, danke für 5 Monate. Glückwunsch zum 2. Geburtstag. Und Beatrix verschenkt eine Mitgliedschaft. Beatrix, danke dir. Dankeschön. 13 Monate, Dankeschön, geht an Haija68. Schön, dass du da bist. Danke, dass du schon so lange mit uns hier durch die Gegend schipperst. Stefan Nickel, 5 Euro Superchat. Danke, danke. Dann Gabi ist seit 12 Monaten dabei. Guck mal, und Postbüdel und Rudi 16 sind auch schon 21 Monate dabei. Ja, ja, das sind alles welche so, die fast von Anfang an dabei sind. Also wirklich sehr, sehr lange. Guck mal, da geht noch ein Schiff raus. Also ich muss mal ein bisschen Kamera machen hier. Wahnsinn. Aber das ist eigentlich schön gemütlich mit uns beiden hier am Tisch, oder? Ja. Ja, die ist doch viel besser als AIDA, oder? Ein paar schöne Frachter. Naja, also beides ist ja schön, ne? Und wenn du so eine Kombi hast, dann ist ja sozusagen für jeden was dabei. Kann man ja auch mal machen. Hat denn jemand die AIDA heute außer Andi beobachtet beim Einlaufen? Vielleicht hier am Hafen gewesen. Gibt ja so Verrückte, die dafür extra aufstehen. Wir hatten es ja auch überlegt, aber dann haben wir doch gesagt, nee. Eigentlich schade, ne? Aber was willst du machen? Annalisa möchte auch in Kühlbrand, wartet darauf, dass da der Bulker rausgeht und hat hinten einen Schlepper dran, der ein bisschen dabei assistiert, dass sie die Kurve bekommt. Im Hintergrund liegt noch die CMA CGM Hermitage. Die ist ja vorhin gekommen, als wir unseren kleinen Bastelstream hatten. Was mich mal interessieren würde, hat denn jemand sich jetzt auch den Seenotrettungskreuzer bestellt, nachdem er den Stream gesehen hat und gedacht, Mensch, sowas Beklopptes muss ich jetzt auch hier mal machen. Das kann ich besser. Genau. Und jetzt weiß ich ja, wie es geht, das dauert da viel zu lange bei denen. Ja, ja. Ja, würde mich mal interessieren, hat sich denn jemand jetzt irgendwie gerade bestellt oder hat er den eh schon und hat gedacht, Mensch, der liegt schon seit einem halben Jahr in der Ecke, jetzt muss ich den auch mal bauen. Also Gabi mit 12 Monaten hatte ich, glaube ich, oder? Wenn nicht, dann nochmal Gabi, Dankeschön. Detlef eher 5 Euro Superchat. Danke dir, Detlef, schickt auch Glückwünsche. Dankeschön. Dann Tobias ist seit 5 Monaten auf der Reeperbahn. Danke, Tobias. Svenny 75, seit 18 Monaten dabei. Und schreibt auch, ist immer so schön bei euch, macht weiter so. Danke. Und Angelika fragt, ob wir auch die AIDA Sol, die von der Weltreise kommt, am Montag vielleicht streamen. Why not? Also ankommen müssen wir mal schauen, wie Ankunft uhrzeitmäßig ist. Aber ja, ich denke, also irgendwas würde ich da schon ganz gerne machen. Ja, ne? Ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, hier gibt es ständig irgendwas zu feiern. Kann das sein? Irgendwie gibt es ständig was zu feiern, ja. Uwe ist seit 5 Monaten dabei. Uwe, Dankeschön. Sveti, 13 Monate. Auch an dich ein Dankeschön. Dann Reikolos auf Twitch. Herzlich willkommen an Bord mit einem Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Claudia S. auch seit 21 Monaten. Claudia S. sind unsere ne? Apfeltelefonwinker. Dankeschön. Jürgen Fretter verschenkt eine Mitgliedschaft. Danke dir, Jürgen. Ina Dankeschön. lässt auch nochmal 2 Euro Superchat da. Dankeschön, Ina. Dann haben wir den Tommy mit 2 Euro Superchat, ist auch seit 8 Monaten dabei. Henrik Köster, 14 Monate auf der Reeperbahn. Henrik, ganz, ganz lieben Dank für deine Treue und Unterstützung. Kerstin L. mit 2 Euro Superchat. Danke, Kerstin. Mensch, Vielen, vielen Dank. ich muss Kamera machen. Es passieren ja einfach Dinge und dann... Ach, guck mal, hier ist schon wieder so ein tiefer gelegter... Also im Moment ist hier irgendwie viel los vom Fenster. Findest du nicht auch? Also gestern war das ja auch so, als wir hier waren und hier ein bisschen um- und aufgebaut haben. Da fuhr hier so viel vorbei, ne? Der Autotransporter. Hier kamen so viele Sachen. Auch hier am Terminal, ne? War richtig was los.
Ja, es passiert immer so wahnsinnig viel irgendwie. Ich muss jetzt auch mal hier an der Kamera bleiben. Ich kann ja hier auch den Chat lesen. Du brauchst einen Kameramann. So, Kerstin hatten wir mit 2 Euro Superchat. Danke, Kerstin. Dann Danny Vielen, vielen Dank. aus Wasserburg mit 5 Euro. Anthony Roberts, 10 US-Dollars. Deck 7 looks great. Thanks, Tony. Die Flussmöwe, 6 Monate dabei. Danke dir, liebe Möwe. Sabrina S., 2,49 mit Glückwünschen. Herzlichen Dank. Dann haben wir den Markus Pape, der feiert 17 Monate. Andreas M. feiert auch 17 Monate. Und danke an Selbstbau für 6 Monate auf Twitch. Die Flussmöwe nochmal mit 5 Euro Superchat auf die nächsten 6 Monate. Herzlichen Dank. Und der Thomas Schmidt lässt 5 Euro Superchat da auf die nächsten 6 Monate. Dann haben wir Thomas Schmidt mit 5 Euro Superchat. Er sagt auch nochmal Dankeschön für die 2 tollen Jahre und auf viele weitere. Und Tommy434 lässt noch eine Mitgliedschaft da. Herzlichen Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, so, jetzt erstmal ein Stößchen trinken und Mir wurde auch vorgeschlagen, ich soll kleine Lego-Blümchen basteln. Oh, ich habe dafür keine Geduld, ne? Oh, und dann diese Anleitung. Und dann, bei mir war auch immer bei Lego irgendwas verkehrt. Also irgendwie, weiß ich nicht. Das fährt dann nachher aus wie eine Giraffe oder irgendwas. Ja. Also für alle, die das vielleicht vorhin noch nicht gesehen haben, jetzt nochmal hier. Wir haben ja Deck 7 ein bisschen umdekoriert. Und im Hintergrund seht ihr unsere neue Hintergrundwand, die der liebe Andi gebastelt hat. Andi hat ja schon so viel für uns gebastelt, so viel kreatives Zeug. Und die Wand setzt dem Ganzen jetzt natürlich nochmal die Krönung auf. Weil ihr wisst ja, wie das aussah hier auf Deck 7. Das war ja so ein bisschen trostlos. Einfach nur so eine weiße Wand. Und jetzt haben wir quasi ja, so eine Aufstellwand bekommen. So ein bisschen in einer Seekistenoptik. Und er hat auch kleine Botschaften drin versteckt. Ja, genau. Es sind also lauter so kleine Sachen eingelasert. Also das Problem ist, die ganze Wand nach oben bekommt man gar nicht drauf. Rechts und links sind wir am Anschlag. Also viel breiter ist sie nicht. Aber oben und unten, da ist halt noch Platz und müsste man irgendwann Aber ich glaube, meine Lieblingsbotschaft kann man lesen, ne? Welche denn? Good Vibes Only. Good Vibes Only, ja, die kann man lesen. Ja, wie findet ihr das? Ist doch cool, oder? Auch direkt so dazwischen uns. Ja, und abends ist es natürlich jetzt vom Licht noch mal ein bisschen anders. Ihr habt das vielleicht vorhin schon gesehen mit Ben. Aber abends habe ich hier jetzt noch mal so ein klein bisschen Licht gebastelt. Muss man ein bisschen lesen. So. Ich muss mal gerade gucken. Jetzt habe ich hier mal kurz. So, da läuft das wieder. Geht gleich weiter. Ja. Ich gucke noch mal, was da draußen passiert. Ja, besser ist das. Hier kommt nämlich noch ein Saugbagger gerade raus. Ach, die Eiseldelta. Ein alter Bekannter. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich glaube beim Tommy, der eine Mitgliedschaft verschenkt hatte. Danke, Tommy. Dann haben wir den Kai mit 12 Monaten. Danke, Kai. Thomas von Fluggesellschaft ist auch 11 Monate dabei. Danke, Thomas. Wahnsinn. T. Kerber, 11 Monate. Dankeschön. Und Ronos77 ist auch seit 11 Monaten dabei. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Beate schickt 10 Euro und schreibt Danke für die tollen Streams. Danke, Beate. Dann haben wir John Doe mit 11 Monaten. Danke dir. Und Per Aberhoff mit 13,40 Euro. Oh, kann das sein, dass das eine andere Währung war?
und dass er mir das hier irgendwie umrechnet oder so. Auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank, Peer, für umgerechnet 13,40 Euro. Dankeschön. Annette Wasner ist mit 5 Euro Superchat dabei. Annette, herzlichen Dank. Und Udo Leonard lässt 5 Euro da per PayPal. Herzlichen Dank dafür. Dann haben wir noch Pirata Bernie mit 2 Euro Superchat. Danke Bernie. Jens Riemer 5 Euro Superchat. Hansi lässt nochmal 2,49 da und sagt Geburtstagshorn für alle. Ja, das können wir eigentlich gleich mal einschmeißen, oder? Auf jeden Fall, weil irgendjemand wird heute Geburtstag haben. Ja, Also auf jeden Fall hat Hamburg Hafen Live heute Geburtstag. Ach, das waren 100 dänische Kronen. Okay, danke, danke. Ich hatte das nicht mehr gesehen und mein Tool rechnet das immer automatisch in Euro um. Dann haben wir René den Troll für 5 Euro Superchat. Danke dir. Ronos77 lässt 2,50 nochmal da. Herzlichen Dank dafür. Und Bernhard Sonderhüsten 23,99 und schreibt herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum mit Grüßen aus Bremen. Markus, oh, da kommen auch nochmal Grüße von der Fähre. Hallöchen. Ist das noch der Dende, der da fährt? Winke, Vorhin winke. ist er schon einmal unterwegs gewesen. Markus Pape, 10 Euro per PayPal. Danke dir. Dann Stefan K., 5 Euro Superchat. Herzlichen Dank. Stefan ist seit 8 Monaten dabei. Herzlichen Dank dafür. Janni Hahn lässt nochmal 5 Euro Superchat da zum Jubiläum. Danke dir, Janni. Dann haben wir sie Madin, feiert auch 12-monatiges. Obelix lässt 5 Euro Superchat da. Danke dir, lieber Obelix. Und seit 20 Monaten Fotodesign Art DE. Und er schreibt auch seit Anfang an dabei. Ganz, ganz liebes und dickes Dankeschön. Ja, das war der liebe Dende. Vielleicht schenkt er uns ja auf dem Rückweg eine Geburtstagspirouette. Das wäre ja was. Also ich frage da nur für einen Freund mal so. Und der Weltentdecker schreibt, seit 2 Jahren ist er auch dabei. Herzlichen Glückwunsch. Und er hat die ersten beiden Typhon-Quizze gewonnen. Stimmt. Na? Und wir haben ihn stimmt. auch gefilmt, als er auf der AIDA war. Stimmt, ich erinnere mich. Er hat uns auch eine ganze Reihe an Typhons geschickt. Mhm. Jetzt aber erstmal für alle, die heute Geburtstag haben, inklusive unserem Kanal Hamburg Hafen Live. Happy Birthday! Und Malte ist auch da. Liebe Grüße gehen zum NOK. Das dauert nicht mehr lange, dann haben wir die AIDA Nova bei Tageslicht. Na, das wird aber auch mal wieder Zeit, oder? Ja. Aber es ist auch schon krass, wie hell das jetzt schon wieder ist. Finde ich noch. Eigentlich sollte sie ja gleich auslaufen. Ja, ich habe ja nichts gegen diese schönen Hafenlichter, aber Nein. so ein bisschen Tageslicht, das wäre auch mal wieder ganz okay. 10 Euro kommen von Helmut. Dankeschön. Dankeschön. Und Nelly Cruz ist jetzt auf dem Fischmarkt dabei. Nelly, ganz lieben Dank an dich. Vielen Dank. Dann geht ein Dankeschön für 17 Monate an den Alexander. Dankeschön. Und er sagt, er hat durch unsere Streams Hamburg als Reiseziel entdeckt. Ach, das freut Oh, uns. klasse. Aber Hamburg freut ist auch uns. schön, finde ich, so für eine Reise, weil, also ich finde, Hamburg hast du alles so wirklich dicht zusammen, ne? Also Ja. du kannst
hast du nicht viel Zeit, die du investieren musst, um von A nach B zu kommen. Du kannst an diese Stadt, Hafen City, auch mal irgendwie so Schanze, Eppendorf, das kannst du alles irgendwie gut abreißen mit Öffis und du brauchst halt nicht so viel Zeit hin und her zu fahren. Ne? Also das Hafengebiet ja sowieso. Hafengebiet geht ja sehr gut. Und dann Absolut. mit den Fähren. Und ja, wenn du dann halt sagst, so Schanze und solche Sachen, da kommst du ja auch relativ schnell hin. Das stimmt, ne? Das ist schon echt gut. Ja. Katharina, danke dir für 5,99. Dankeschön. TV-Pet lässt 200 Bits auf Twitch da. Danke dir. Und Anja Garlik ist auch seit 16 Monaten dabei. Anja, danke dir. Dankeschön. 16 Monate, auch schon lange. Dann haben wir Uli Reinders, der lässt 5 Euro Superchat da. Uli, ganz, ganz lieben Dank. Und René, guck, hier sehe ich es jetzt mal, dass es 10 Schweizer Franken sind. Dankeschön, Dankeschön. Zum Geburtstag viel Schiff und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Okay, unterm Kiel ja, aber bitte nicht eine Handbreit Wasser hier auf Deck 7. Nee, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht irgendwie sowas wie einen Wasserschaden Aber oder das so. Gute ist, wir haben ja kein Über uns mehr. Also wenn da irgendwie was passiert, so was Wasser angeht, so Ja, Küche oder ja. Bad, das kann uns schon mal hier nicht reinlaufen. Ne? Ja, Landkärtchen schreibt, Kreuzfahrtschiffe gefallen ihr mit der Beleuchtung auch super gut. Das sieht man bei Tageslicht nicht. Ja, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber es ist teilweise auch sehr anstrengend, wenn es dann immer sehr dunkel ist. Und gerade teilweise bei den Containerschiffen, ach, da haben wir schon den einen oder anderen Blindflug gemacht. Echt, das war teilweise so schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Ich mag ja beides ganz gerne, aber ich sag mal, so bis 19, 20 Uhr darf es hell sein. Das finde ich eine gute Zeit. Also so 19, 20 Uhr fände ich okay und dann darf es dunkel werden. Und Jasmin schreibt, heute Morgen war ich noch auf der Nova und jetzt schaue ich ihr von daheim zu. Das muss ja auch komisch sein. Du warst so eine lange Zeit auf dem Schiff und du bist so wieder zu Hause und siehst, wie sie abfährt. Ne? Da musst du doch irgendwie wieder so Fernweh kriegen. So, ich möchte wieder mit. Ich bin mal gespannt, was ich nach meiner ersten Kreuzfahrt erzähle. Eieieiei. Eieiei. Stefan verschenkt eine Mitgliedschaft. Danke, Stefan. Dann haben wir Alexander mit 100 Bits. Dankeschön, Alexander. Und Andreas Wolf verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke, danke. So, ups, oh, jetzt bin ich total verrutscht. Jetzt gerade, oh Mann, das ist aber auch mit diesem Programm hier. Also, wo war ich denn? Also, Alexander hatte 100 Bits verschenkt. Ganz lieben Dank, Alexander. Und dann haben wir auf der Speierstadt Andreas. Danke, danke. AC/DC seit 13 Monaten auf der Reeperbahn dabei. Dankeschön. Wobei AC/DC sind auch schon länger dabei, ne? Das kann Ich glaube auch. Ja, das kann auch sein, wenn die Mitgliedschaft, wenn die mal irgendwie einen Monat pausiert oder so. Ne, kann das auch sein, dass der Zähler irgendwie mal zurückgesetzt wird oder so. Ne? Aber AC/DC sind, glaube ich, auch schon fast von Anfang an dabei. Andreas Hartmann verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Dankeschön. Und dann haben wir Astrid und Volker, die nochmal 5,99 dalassen. Dankeschön. Vielen Dank. Hey, und Malte, auch schon seit 11 Monaten. Dankeschön. Er genießt die kurze Pause. Und dann geht es bei ihm auch weiter. Hertus lässt noch 100 Bits da. Hertus, danke. Und 4 Monate feiert der Rolf auf der Reeperbahn. Dankeschön. So. Jetzt gucken wir mal, was hier noch vor der Kamera passiert. Ich glaube nämlich, da kommt noch ein Schiffchen. Noch eins. Ja. Es passiert was. Wer geht denn da raus? Also auf jeden Fall liegt am Tollerort auch gerade die Skalar. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
ist denn das? Ach, Beate ist das. Die Beate. Im Hintergrund liegt die Skala. Richtig, was ist los hier heute, ne? Ja, ja, ich habe nur gerade den Chat in der falschen Ecke liegen. Okay. Bei dir liegt der Chat in der Ecke? Ja, ich muss das Tablet hier immer mitnehmen. So was. Und aus dem Kühlbrand kommt auch noch was raus. Da schwenke ich mal schnell rüber. Oh, Birgit schreibt, ihre Tochter ist zum 4. Mal auf der Skala. Holla die Waldfee. Und ist sie heute da drauf? Das weiß ich nicht. Schau mal in den Chat bitte. Die Mersini ist das, die aus dem Kühlbrand kommt. Huch, ein Gruß von Beate. Ich weiß nicht, ob er uns galt. Also auf jeden Fall ist da nichts, wo es was zu warnen gibt. Auf jeden Fall klang das sehr cool, das Horn. Von Beate. So, ich gehe aber trotzdem noch mal schnell auf den Bulke. Ach, warte mal, da blinkt doch jemand. An Bord von Beate. Sehr cool. Guck mal, siehst du das? Ja, sehr cool. Auf Beate. Wer fährt denn damit? Haben wir jemanden im Chat? Ja, ich gucke hier schon. Vielleicht macht da auch jemand eine Frachtschiffreise. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, sehr. Also das hat mich jetzt völlig kalt erwischt. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass hier Beate rauskommt und es hier ein Hast Gruß du denn jetzt gibt. ein neues Horn? Oder hast du das Ja, schon? wir haben ein neues Horn. Also Cool. es klang richtig gut. Das Beate-Horn. Das Beate-Horn. Großartig. Richtig, richtig gut. Ist auch richtig laut, ne? So richtig, Ja, ja, total. so richtig einen rausgehauen. So, ich bin Herrlich. wieder durcheinander. Ich hoffe, ich vergesse jetzt hier niemanden. Stefan M. hatte eine Mitgliedschaft verschenkt. Danke dir, Stefan. Alexander lässt 100 Bits da auf Twitch. Herzlichen Dank. Dann haben wir... Ach so, die hatte ich ja alle schon, weil dann kommt auch AC/DC. Warte mal, Kanalsteuerer, Hertus hatte ich. Huiuiui. Ach, hier geht's weiter. Rolf war 4 Monate dabei. Und dann das Party-Taxi mit 5 Euro Superchat. Herzlichen Dank. Und er schreibt, er war am Donnerstag in Hamburg und ist zum ersten Mal mit der 62 gefahren. Etwas eisig. Ja. Hiltrud, Dankeschön für 2,49. Oh, und dann haben wir Regina. 50 Euro per PayPal. Regina, Dankeschön. €50. Sie schreibt alles Gute zu 2 Jahren Hamburg Hafen Live. Ich liebe euch. Danke, danke, Regina. Ganz, ganz lieben Dank. Und bald fährt ja auch wieder das Lieblingsschiff von Regina. Der Halunderjet. Halunderjet, ja. Und wer ist auch bei der ersten Fahrt dabei? Ja, Regina. Natürlich. Und Beate sagt, sie wünscht sich zum Geburtstag denn das Beate-Horn. Das kriegen wir
dann demnächst hin. Es wäre ja lustig, wenn Beate Geburtstag hat, wir einen Stream machen und dann ihr passendes Horn dafür haben. 5 Euro kommen von Steffen. Herzlichen Dank, Steffen. Er sagt, unsere Streams sind sensationell, mit Grüßen aus Magdeburg. Dankeschön. Jens Peter haut 5 Mitgliedschaften raus. Jens Peter, ganz lieben Dank dafür. Jens Peter auch schon so lange dabei. Dann haben wir Renate mit 5 Euro Superchat. Vielen, vielen Dank, Renate. Der John Deere-Fahrer lässt 100 Bits da auf Twitch. Danke dir. Fecker ist jetzt auf der Speicherstand Mitglied. Fecker, auch an dich ein Dankeschön. Und dann haben wir 222 Bits auf Twitch von 29 Christoph 82 zum zweijährigen Twitch. Ja, Twitch haben wir noch nicht zweijähriges Jubiläum. Was, wie lange sind wir da denn? Seit Twitch müsste jetzt 7 Monate. 7 oder 8 Monate ungefähr sein. Fecker, 10 Mitgliedschaften. Fecker, Mensch, Dankeschön. Und Rolf Heinrichs auch noch eine Mitgliedschaft. Auch an dich ein dickes Dankeschön. Dann 3 Monate ist der Knubbel auf Twitch dabei. Dankeschön dafür. Und Manuela Wasmann lässt 5 Euro Superchat da. Danke, danke, danke. Ja, Klaus Dieter fragt, ob morgen die AIDA Soll zurückkommt. Ich glaube, Montag kommt die zurück, oder? Ich glaube ja. Oder kommt die morgen zurück und geht Montag raus? Nee, ich glaube, die kommt Montag zurück. Oh, Kerstin ist heute auf der Skalar, schreibt Birgit. Genau, lese ich auch gerade. Und um 19.30 Uhr wird verholt. Oh, da müssen wir mal gucken, ob das mit 19.30 Uhr sich noch ausgeht. Also einige schreiben morgen und einige schreiben Montag, die Soll. Naja, wir finden das schon irgendwie raus. Ja, irgendwie werden wir das schon rausfinden. Kommt ja auch immer darauf an, in welcher Zeitzone man gerade so ist. Ansonsten kannst du ja auch einfach die App-Cam laufen lassen, dann wirst du es dann sehen. Also auf jeden Fall muss ich morgen Abend einen Teststream bei Dunkelheit machen. Das steht schon mal fest. Okay. Aber du kannst auch jetzt einen Teststream daraus machen, ist ja auch dunkel. Aber ich weiß ja, was du machen willst. Guck mal, hier T-Bridge schreibt, zum Zweijährigen bräuchte ich wie vor 2 Jahren Paddy und Ben im Schnee. Wart ihr denn nicht bei der Schlepperbrücke? Bitte? Wart ihr denn nicht bei der Schlepperbrücke, Ben und du? Irgendwie im Schnee? Ja. So, und da müsste dann die Kerstin irgendwo sein, auf der Skala. €5 kommen nochmal von Joachim. Danke, Joachim. Und Thorsten und Petra schicken auch nochmal 2 Euro Superchat. Dankeschön. Dann ist hier nochmal die Frage, wann die AIDA losfährt. Ja, unsere Info war jetzt 18:30 Uhr, also einen kleinen Tacken später. Deshalb haben wir jetzt noch etwas Zeit. Guck mal, und der Bernd schreibt, Wesselfinder sagt 16.02. 21 Uhr, Cruisegate sagt 17.02. 5:30 Uhr. Naja, das ist ja fast... Das passt. Weil Wesselfinder ja immer die Zeit beim Lotsen in der Deutschen Bucht anzeigt und das ist immer deutlich vorher. Also das passt ungefähr. Dann kommt sie hier in Hamburg am 17.02. morgens an. Bernd, Wesselfinder-Zeiten sind fast immer Ankunft bei Lotsen in der Deutschen Bucht. Da kannst du dann locker noch mal so 7 Stunden drauf rechnen. Und Brigitte hat auch gerade geschrieben. Brigitte ist ja heute wiedergekommen von ihrer AIDA-Reise.
Die war irgendwo Kanaren. Genau. Und sie wollte ja eigentlich die AIDA verabschieden und dann hatte die Bahn Verspätung und jetzt hat die AIDA Verspätung und jetzt hat sie sich doch noch auf den Weg gemacht. Kommt sie jetzt noch hierher? Koffer ins Schließfach geschmissen und jetzt ist sie auf dem Weg. Kommt jetzt hierher? Ja, ja. Kommt sie hier hoch? Oder Ja, will ich muss ihr noch mal schreiben. Ich weiß, ich muss ihr gleich noch mal schreiben. Wolle mal sie reinlassen? Ja, logisch. Wolle mal sie reinlassen? Ich weiß nicht, ob ich hoffe, dass sie noch kurz hochkommt. Ich weiß aber nicht, ob sie es noch schafft, weil sie hat ja eine Mission, weißt du ja. Ah ja, sie muss ja auf jeden Fall die AIDA richtig verabschieden. So, mussten wir gerade ein bisschen aufräumen im Chat, aber jetzt geht's weiter. Thomas meldet noch die Empire aus dem Kühlbrand. Hier passiert schon wieder zu viel auf einmal. Wir gucken, ob wir da noch was zu sehen bekommen. Ist die schon weg? Oh. Ja. Die haben wir dann wohl verpasst. Die haben wir wohl verpasst. Sorry, nicht mitbekommen. Rolf, danke dir für 7,77 €. Und er meint 7,77 € passt super zu Deck 7. Ich gehe mal kurz runter. Ne? Dankeschön. Ja. Und Elke Mark Hamburg, danke dir für 5 € Superchat. Und an Walburger geht auch noch mal ein Dankeschön für 5 €. Danke. Also, weil hier gerade noch mal die Frage war, wir warten auf die AIDA Nova. Das ist schon so ein bisschen täglich grüßtes Murmeltier. Wir haben in der Wintersaison haben wir jeden Samstag die AIDA Nova hier, sonntags haben wir immer die MSC Preziosa da. Und das ist so das, was wir eigentlich hauptsächlich hier an Kreuzfahrtprogramm haben. Gibt dann natürlich auch einige andere Anläufe, aber das sind so die beiden Schiffe, die wirklich sehr regelmäßig da sind. Dazu kommt dann freitags meistens noch die Otto Sverdrup. Und ja, wir nehmen ja so ein bisschen, was wir kriegen können. Aber irgendwie hat sich der Samstagabend auch so ein klein bisschen zu einer schönen Tradition gemausert. Wir freuen uns, dass viele von euch dann auch regelmäßig dabei sind. Und ja, einige haben uns auch geschrieben, dass sie also samstags immer dabei sind und sich das so ein bisschen zu einem kleinen Ritual entwickelt hat. Ist natürlich auch immer sehr, sehr schön, wenn man viel Neues zeigen kann, viel Abwechslung. Ich freue mich immer, wenn was passiert im Hafen. Manchmal bin ich so ein bisschen hin und her gerissen und denke, ach Gott, schon wieder die AIDA Nova. Aber dann auf der anderen Seite sage ich mir auch, hey, wenn die jede Woche fährt, warum sollen wir sie nicht auch jede Woche streamen? Denn offensichtlich gibt es ja doch eine große Fangemeinde.
Ja, ich sehe die ersten Leinen, die sich da hinten schon lösen. Das heißt, es geht jetzt pünktlich los. Also sollte 18:30 raus. Naja, bis die, obwohl die sind schon alle ziemlich los. Also es kann sein, dass es jetzt doch noch mal 10 Minuten eher losgeht. Ja, und Gigi sagt für den einen die Sportschau, für den anderen Hamburg Hafen Live. Ganz genau. Außerdem, jeder soll das gucken, wo er Bock drauf hat. Gerhard aus Reutlingen, danke dir für 12 Monate. Und auf dem Fischmarkt ist jetzt der Olaf dabei mit einem wunderschönen guten Abend aus Göttingen. Die Kieler Sprotte, danke für 6 Monate auf Twitch. Und Rob45GT sagt, Montag sind 2 Kreuzfahrtschiffe in Hamburg. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Also Tanja hat das ja vorhin schon gesagt. Unser Tagesrhythmus dreht sich immer ums Wetter und um die Fahrpläne der Schiffe. 2, 3 Tage vorher können wir oft gar nicht genau sagen, ob wir einen Stream machen, weil es natürlich auch ein bisschen vom Wetter abhängig ist. Und wir beobachten das natürlich auch. Also wir gucken natürlich auch immer, was so los ist und versuchen euch natürlich auch unheimlich viel zu streamen. Manchmal funktioniert es nicht, aber in den meisten Fällen kriegen wir dann doch was hin. Auf Twitch kriegen wir Besuch von dem lieben Pazi mit 17 Besuchern. Herzlichen Dank und willkommen an Bord, Pazi. Schön, dass ihr da seid. Ja, Michaela hat ein bisschen Galgenhumor und sagt, die schönsten Streams sind die Nebelstreams. Auch Michaela, du. Hol dir doch einfach mal ein weißes Blatt Papier, halt dir das vor die Augen und denk dir, das wäre Hamburg Hafen Live im Nebel. Ja, Festmacher sind da. Es ist auch die Strahler an Deck sind auch an. Gucken, ob das nicht ein ganz schönes Bild heute gibt. Helga, danke dir für 20 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Charlie Stream lässt 5,99 da. Charlie, ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Aus Bielefeld auch noch. Mensch, aus Bielefeld. Ist Brigitte da? Ja, kurz. Hallo. Aber sie muss gleich wieder runter, oder? Ja, sie muss ja gleich wieder runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Willst du mal Bild machen? Einmal Bild? Ihr müsst euch aber hinsetzen, sonst ja, seid ihr zu... Ich da. So, guck mal, wer da ist. Und war schön? Ja, war sehr schön. Du siehst auch gut erholt aus. Ja, ne? War schön. Waren 23 Grad, als wir abgeflogen sind. Oh, trotzdem wieder da bleiben? Ja, also Ignacio, der AIDA-Man von Madeira, sagte, ach, bleibst 15 Tage hier, zeige ich dir komplett Madeira und AIDA Blue holt dich dann wieder ab. Oh, das hört sich doch nach einem Plan an eigentlich, ne? Ja, war ein toller Plan, aber meine Tochter wartet und meine Mama wartet. Aber auch der Hamburger Hafen ruft. Ja, ne? Ja, Koffer im Schließfach und schnell hier runter. Vielleicht macht er noch richtig Party, ne? Aber Ja. so laut, dass wir es bis hier hören, ne? Oh, Feuerwerk! Ja, Guck mal. sehe ich auch. Da muss aus dem Guck Fenster. mal, was da los ist. Da guckst du da hinten. Da. Extra für die AIDA? Ja, bestimmt. Also ich nehme an, da ist irgendwas jetzt an Bord. Weil Danny war nämlich heute auch privat an Bord gewesen. Genau. Aber ist doch auch ganz schön, jetzt Verabschiedung mit Feuerwerk, oder? Ja, nicht schlecht, ne? Das heißt also, ich muss gleich husch, husch wieder runter. Huschi, Huschi. Ja, wolltest Huschi, du auch noch Huschi. mal kurz Hallo sagen, Ich wollte ne? nur ganz kurz Hallo sagen. Schön, dass du kurz hier warst, ne? Ja, danke Musst du schön. los? Ja, sonst kriege ich es mit Ja, meinen ne? Knien nicht hin. Aber Okay. erstmal Happy Birthday zu 2 Jahren, ne? Dankeschön. Und wir hören dich gleich nochmal, ne? Ja, ich gehe kurz hier unten lang pfeife. Mach mal. Mach ne? ich. Alles klar. Gut. Tschüss. Manchmal wissen, wofür das Feuerwerk ist. Ute, danke schön für 2 Euro. Ja, das Feuerwerk ist für uns. Schön wär's. Aber man kann sich das ja einfach so einreden.
Familie Iversen ist auch seit 5 Monaten dabei. Dankeschön. Und Jürgen verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke, Jürgen. Ja, Andi, schon wieder Silvester. Ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, aber ich freue mich gerade total. Könnte ein bisschen höher sein. Also die AIDA Nova verdeckt doch einiges. Also das muss doch noch ein ganzes Stück weit weg sein. Wenn das näher dran wäre, wäre es sicherlich höher. Kann das sein, dass das da hinten irgendwo Wilhelmsburg ist, wo das Feuerwerk ist? Auf jeden Fall ist es doch schön. Es ist auf jeden Fall schön. Hast du auch nicht mit gerechnet? Nee. Schwarzbart Jürgen schickt nochmal 200 Bits. Dankeschön. Dankeschön. Und Schnulli bedankt sich für die Postkarte. Ja, sehr gerne. Der Dank geht natürlich an Tanja. Alle Postkarten schreibt Tanja von Hand. Ja, die Kleine sagt auch, das ist Wilhelmsburg. Also ich denke auch. Also es ist, man vertut sich da, aber da das halt im Vergleich zur AIDA Nova dann doch nicht so hoch ist, muss das ein ganzes Stück weit weg sein. Sag mal, haben wir irgendwas zum Aufladen für so ein Kabel? Irgendwas Kleines? Fürs Handy? Für Strom. Hast du da irgendwas? Warte mal. Hier habe ich ein Netzteil. Mhm. Hier. Da hinten ist eine Steckdose. Macht nix. Ja, Aurelius fragt auch, warum hört man nicht die Explosionen? Das ist so weit weg. Also man hört das so ganz, ganz leicht. Trotzdem schönes Bild. Ja, jetzt das Finale, ne? Das ist ja richtig Attacke. Das scheint es gewesen zu sein. Nee, doch nicht. Brigitte ist angekommen unten. Man hört keine Explosion, aber Brigitte. Sie ist aus den Katakomben hier wieder rausgekommen. Sehr gut. Ja. Danke für 5 Monate an Jürgen. Am 2.6. schreibt er, ist er in Hamburg. Danke dir. Rea ist da und lässt 100 Bits auf Twitch da. Danke, Rea. Und der Jürgen haut nochmal 5 Subs raus auf Twitch. Danke dir, lieber Jürgen. Und auch danke für 6 Monate auf Twitch. Geht an Chilberto64. Danke dir. Warte eigentlich jetzt aufs Horn von der Nova.
Wo ist denn Brigitte? Steht die jetzt hier unten oder ist die Nee, zum die sind, Dockland die gegangen? sind am Dockland. Die haben mittlerweile einen Stammplatz da. Oder? Ja, da ist richtig Alarm, Also das am sag ich Dockland dir. ist immer Treffen. Du, wir werden die irgendwann mal hautnah bei uns haben und dann Ja. ist richtig Rambazamba. Peter, danke dir auch für ein Jahr schon Mitgliedschaft. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Und Tommy, 2 Euro. Wochenendzuschlag. Danke dir, Tommy. Anke Ibi, danke für 4 Monate. Und Thomas Eikel, willkommen an Bord. Ein neues Fischmarktmitglied. Und Peter schreibt, gestern ist 1 Kilo Landratte und Sturmdrücker angekommen. Wunderbar. Lass es dir schmecken. Geht aber doch relativ lange, das Feuerwerk. Also das ist nichts Privates, was die da machen. Das ist schon ein bisschen professioneller, würde ich sagen. Nee, Biker und Travel von der AIDA ist das nicht. Das muss viel weiter weg sein. Michael, ganz lieben Dank für 21 Monate. Blankenese. Dankeschön. Danke. Und Christina, 13 Monate Fischmarkt. Danke dir. Gratulation zum 2-jährigen Hamburg Hafen Live bestehen aus Saffig. Ich habe gelesen aus Suffig. Ich musste gerade erst mal. Ach, guck mal. Aber doch ganz schön, das Feuerwerk, oder? Oh, jetzt hört man noch richtig Bums, ne? Da merkst du erstmal, wie weit das weg sein muss, weil der Ton mit so einer Wahnsinnsverzögerung kommt. Hans-Jürgen lässt nochmal 5 Euro da und schreibt, er kommt aus Barnsdorf. Wo kann man am besten Schiffe gucken? Ja, da, wo wir die ganzen Streams machen zum Beispiel. Also eigentlich kannst du an der ganzen Elbe Schiffe gucken. Rauf und runter. Also ich empfehle, wenn du in Hamburg bist, nimmst du dir einfach die 62, fährst mit der Fähre von den Landungsbrücken bis zum Bubendei-Ufer, steigst überall aus und da kannst du super Schiffe gucken. Und der Sauerland-Willi schreibt noch, er ist eigentlich ein stiller Genießer, aber hier mal einen herzlichen Glückwunsch zum 2. Geburtstag. Weiter so. Das ist auch mal schön, dass du mal schreibst. Das freut uns. Danke. Und Rea verschenkt noch einen Sub. Rea, Dankeschön. Dankeschön. Sag mal, machen die AIDA wieder fest oder? Du meinst, sie haben Brigitte gehört? Nee, ich sehe da nur gerade eine Leine, die so aussieht, als ob sie die wieder festmachen. Ja, weil die ja Brigitte gehört haben und dann hat die AIDA gedacht, Mensch, die ist noch gar nicht da, wo Party ist. Also wir warten noch mal einen Augenblick, damit sie auch auf jeden Fall da ist. Aber das mit Nee, dem, geht doch los. die aber das Leine. mit dem wieder festmachen hatten wir ja schon, ne? Das hatten wir doch. Also eben sind schon mal 3 oder 4 Leinen losgegangen und dann hat es noch mal gedauert. Also sind wir jetzt doch bei den 18:30 Uhr, weil wir waren nämlich schon mal um 18:15 Uhr ungefähr. Da waren wir auch schon mal bei Leinen los. Da sind schon einige Leinen losgegangen und dann kam aber das Feuerwerk. Christine, willkommen bei uns an Bord. Ein neues Fischmarktmitglied. Schön, Willkommen. dass du uns unterstützt. Ja, jetzt sind sie aber alle ab.
Porsche-Fan meint, das könnte auch von der Galopprennbahn Horn sein. Feuermania Tour. Kommt das hin mit Horn, die Richtung? Nee, ich glaube... Horn ist eine andere Richtung, das ist eine oder? ganz andere... Also würde ich jetzt mal... Nee. Also, weil da sind wir ja weit südlich der Elbe. Nein, Horn nein, ist ja... nein. Nee, also Horn kann das eigentlich nicht sein. Ich meine, ich habe ja echt teilweise Orientierungsprobleme, aber Horn würde ich jetzt mal woanders Du, schätzen. aber ausschließen würde ich es trotzdem nicht bei uns beiden. Also wenn es um Geografie geht, hat der Paddy schon die ein oder andere Überraschung erlebt. Erlebt mal einen Tag mit uns, dann wisst ihr, wovon wir sprechen, ne? Ja. Ach Mensch, hier kommen so viele nette Glückwünsche rein. Ist ja, Ja, großartig. danke Ich habe ja schön. das Gefühl, wir kommen echt aus dem Feiern nicht mal raus. Ja. Ich bin auch immer noch im Geburtstagsmodus irgendwie, ich weiß nicht. Guck mal, die Kleine sagt auch, das müsste in Wilhelmsburg sein. Das würde ich jetzt auch mal von der Richtung her so ungefähr sagen. Ja, aber wo wir bei Horn sind, Ja, das war ja ein Stichwort, ne? genau, da haben wir das Horn. Tom fragt, ob das grüne Licht an der AIDA eine Bedeutung hat. Nee, das wechselt ja auch ständig. Also, ja, das ist ja die ganze Zeit am Hin- und Herwechseln. Und Christina sagt als stille Zuschauerin auch mal ein Dankeschön. Sie hat 14 Tage Sommerurlaub am NOK gebucht. 14 Tage Schiffe gucken. Ach, dann kannst du bestimmt Malte ein paar Mal winken. Auf jeden Fall, wenn der weiß, wo du stehst. Aber ich finde das ja auch echt so interessant. Einfach irgendwo einen Urlaub buchen mit ein bisschen Wasser und Schiffe gucken. Ich finde das ja auch toll. Es gibt ja auch, ist das nicht in Cuxhaven, so einen Campingplatz, wo du richtig dicht an der Elbe bist, wo du echt richtig gut Schiffe gucken kannst. Ich meine, das ist doch klasse. Du stehst da mit deinem Wohnmobil und kannst den ganzen Tag Schiffe gucken. Ich hätte auch Bock drauf. Ich würde das auch machen. Schön mit Oder? schön Würstchen grillen, Hunde mit. Hunde mit, morgens einen schönen Kaffee, abends ein ordentliches Stößchen dazu. Oh, herrlich. Immer eine Wurst auf dem Grill, egal Du, wenn das welche Schwester Uhrzeit. Hansen hört, dann ist ja schon wieder eine Idee geboren, Mit Schwester oder? Hansen und mit dem Wohnmobil am NOK. Ist doch super. Oh. Jürgen haut nochmal 5 Subs raus. Dankeschön. Schwarzbart-Jürgen, ganz lieben Dank. Ich finde ja auch, Camping ist so entschleunigt. Weißt du, da kannst du schön so morgens mit Puschen einmal so irgendwie über den Platz laufen. Ist doch herrlich. Also ich habe ja auch die Motorradtour geliebt, als wir gecampt haben. Mit dem Motorrad an den See gefahren, direkt neben dem Motorrad, Zelt aufgebaut. Also ich fand das spitzenmäßig. Also wenn das Wetter einigermaßen, es muss ja nicht 30 Grad sein. Also Regen ist halt immer ein bisschen blöd, aber ich finde, wenn das Wetter so okay ist, dann macht das doch richtig Spaß. Absolut. Ich finde, man ist auch so gechillt, ne? Und hat man am besten noch nicht so guten Empfang. Ja, man ist auch die ganze Zeit draußen Ja. irgendwie. Also das ist auch, man steht morgens auf und ist dann irgendwie Man ist schon so entspannt, ne? Ja, du hast auch nicht so, weißt du, wenn du zu Hause bist, so sonntags morgens, ne, bist du dann so aufgestanden, bist noch mal eine Runde umdrehen und so weiter. Aber beim Camping hast du gleich Action. Aber ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Zuschauer, die das auch machen, die auch so Camping machen oder irgendwie so Ich glaube, wir tolle- haben viele Camping-Fans. Ja, und so, auch Ja. so wirklich so ein bisschen Adventure draußen und ist doch cool. 25 € Superchat vom Logistiker. Herzlichen Dankeschön. Dank, mein Lieber. Auch wenn ihr mir spät durch Zufall auf YouTube begegnet seid, bereue ich keine Minute eurer tollen Streams. Herzlichen Dank. Schöne Grüße aus der Stadt mit dem größten Binnenhafen der Welt. Ganz, ganz liebe Grüße. Was war das, der größte Binnenhafen? War Duisburg, oder? Ja, ich Duisburg, glaube ja. ne? Zwergfox, Dankeschön. Auch nochmal 200 Bits. Und der Jürgen lässt 2 € da. Jürgen, Dankeschön. Virtual schließt sich an mit 5 € und Geburtstagsglückwünschen. Herzlichen Dank. Guck mal, Malte schließt sich gleich an. Macht hier schon Vorschläge, aber Malte muss dann auch mit, ne?
Zum Camping? Ja, klar. Der Malte ist auch ein alter Camper. Genau. Ich glaube, der macht das auch so richtig gut professionell. Da können wir noch was lernen. Der hat bestimmt so alles, was wir denn nicht haben. Ne? Da leihen wir uns dann immer die Sachen aus. Ist doch super, Oh, beim Camping, da kann man sich auch equipmentmäßig so richtig austoben. oder? Dann hast du ja wieder eine Challenge, ne? Absolut. Seven of Nine, danke dir für 300 Bits. Ah, King Kong schreibt, der campt mit Dachzelt. Dachzelt finde ich auch cool irgendwie. Ist auch cool, ja. Guck mal, Matti schreibt, viele Grüße vom Fischmarkt unten. Stehst Oh. du da irgendwo und guckst auch? Ja, viele Grüße zurück. Liebe Grüße. Christian Hering ist auch da und lässt 5 Euro da mit Glückwünschen. Christian, Dankeschön. Und beim Camping lernst du ja auch immer Leute kennen. Ne? Es ist ja auch wirklich da irgendwo auch so eine Community. Ne? Es ist, ich finde Ja. das ja auch ganz gesellig. Ich finde das auch Ich klasse. mag das ja. Anthony Roberts, Tony, thanks a lot. 5 gifted memberships. Thank Greetings you. to Washington in Washington. Keiner kann so gut aussprechen wie du. Du musst da, glaube ich, echt mal hin. Ich glaube, man muss das nuscheln. Ja. Washington. Washington in Washington. Und danke für 4 Monate. Geht an den Smasher. Und Axel fragt, ob Brigitte noch auf der AIDA ist, ob es gleich im Hafen pfeift. Nee, es pfeift im Hafen. Von der AIDA ist vorbei. Kein Pfiff auf der AIDA. Guck mal, Malte geht Ende April, geht das los nach Friedrichstadt. Auch sehr schön. Also wenn das Friedrichstadt ist, was ich meine, also das kleine Amsterdam aus Norddeutschland, dann ist das sehr schön da. Können wir eigentlich mal einen Tag hinfahren und den überfallen. Es ist sehr schön da. Ich habe irgendwie ein... Ach nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Ich habe einen etwas seltsamen Bildfehler entdeckt. Ist ja seltsam. Ja, ich kann den gerade nicht erklären. Konzentrieren wir uns auf die Nova und nicht auf meine Bildfehler. DS hat eine gute Frage. Warum ist eigentlich alles beleuchtet außer dem Kussmund? Ich finde, das ist eine gute Frage. Also da hätte man meiner Meinung nach mal irgendetwas machen können, um Das das stimmt. so ein bisschen anzuleuchten. Guck mal, unten mittig, da blinkt es ordentlich. Kannst du für deine Kreuzer ein paar Dedo-Lights mitbringen für den Kussmund? Ja. Irgendjemand bringt die da bestimmt von der Mannschaft Ja, an und dann genau. hast du schön beleuchteten Mund. Aber das ist also ein extrem hektisches Blinken da unten mittig. Da hat jemand irgendwie ein Stroboskop Haben angeschmissen. wir denn hier alles an, damit die Leute auch sehen können, wo wir sind? Ja, Ja, ne? eigentlich schon.
Ganz leise hört man die Musik. Spannend. Die Spannung steigt. Andi, du kannst ruhig hier mit ans Fenster kommen. Da vorne ist doch auch noch ein Fenster frei. Stell dich doch da hin. Andi steht hier im Abseits, unser Kreativ-Andi, Ich hab der ja den gesagt, schönen Hintergrund gebastelt hat. Er kann sich ja ausbreiten, wie er möchte. Und steht hier im Dunkeln. Warte mal. Ist gar nicht. Können wir das auch aufmachen, das Fenster? Nee, es ist, weil das Schild drin hängt, ist nicht so gut, ne? Kannst du gucken? Ja. Sehr gut. Guck ich mal wieder hierher. Ups. Nein, Schnulli, wir waren noch nicht in der Bunkerstation. Habe ich die ganze Zeit auf dem Zettel. Haben wir Ja. nicht geschafft die Woche. Aber ich habe es mir wirklich für Anfang der Woche vorgenommen. Ich brauche so einen Besen. Unbedingt. Und eine Hamburg-Flagge. Auch noch. Wir werden da einmal den ganzen Laden ausräumen. Alles, was gut ist, werden wir mitnehmen. Vielleicht haben die auch mehr Sachen, die haben wir noch nicht entdeckt. DS fragt, wollen wir mal das ganze Deck 7 zeigen. Haben wir doch schon gemacht. Wir haben doch schon so eine kleine Roomtour Haben wir gemacht. schon gemacht. Aber können wir sonst noch mal machen. Muss ich erstmal irgendwie eine mobile Kamera dafür einrichten. Vor allem musst du erst mal aufräumen, bevor du Und das hier vorhin zeigen im Stream hatte ich auch zumindest ein Foto eingeblendet, wie das jetzt hier behind the scenes aussieht. So, da dreht sie ein. Sag mal, ob das ein Passagier ist oder ist das eine kaputte Lampe da unten? Also mal ganz ehrlich, das ist ja so ein heftiges Blinken. Na, die Leute rüsten auch auf. Ne? Wir sehen die immer nicht. Da bringen die jetzt schon ordentlich Material mit auf die AIDA. Ist doch klar. Würdest du auch machen? Kenn ich doch. Ja, das kann sein. Das kann sein. Guck mal, der Anthony sagt's nochmal. Good vibes only. Ja, good Absolut. vibes only, absolutely. Haben sich aber schon wieder welche nicht dran gehalten heute. Nee. Und Hausmeister Schröder ist auch seit 2 Jahren immer dabei. Sehr, sehr schön, freut Von uns. Anfang an bis zu den Streams jetzt auf Deck 7. Klasse. Bei Hausmeister Schröder fällt mir gleich ein Dackel ein. Dir auch, ne? War zwar Hausmeister Krause, aber habe ich ja schon ein bisschen geliebt irgendwie. Ja, guck mal, wenn jetzt der Kussmund beleuchtet wird, das hätte doch wirklich was. Ja. Ja, so ein bisschen Licht ist da ja, aber er könnte schon ein bisschen besser leuchten. Steht denn Brigitte jetzt eigentlich hier unten? Nee, ne? Nee, die ist zum Dockland. Okay. Aber da unten, irgendwer steht da. Ja, hat doch eben jemand gesagt, ich weiß nicht ganz genau, ob der jetzt wirklich hier unten steht. Hatte ja was vom Fischmarkt gesagt, aber so leise, ne? Mhm.
Clemens, nee, ich habe keine Ahnung, was da gerade los ist mit dem Bild. Also manchmal seht ihr ganz oben am Bildrand, dass da so ein dünner, pixeliger Streifen so am Blitzen ist. Ist jetzt kein Riesendrama, aber ich habe gerade absolut keine Ahnung, woran das liegt. Könnte mal wieder irgendein Kabelproblem sein, weil bei der zweiten Kamera ist es nicht. Aber das untersuche ich lieber in Ruhe, weil so dramatisch ist das jetzt nicht da oben. Mausi Niki fragt, wozu diese beiden Stege da unten rausstehen. Das sind einfach Sichthilfen. Also da stehen dann oft Crewmitglieder, meistens mit dem Funkgerät. Und ja, sind einfach nochmal ein zusätzliches Paar Augen bei der Navigation. Denn von der Brücke kannst du den Bereich da unten nicht einsehen. Ja, die Brücke ist halt hier oben, da wo es ganz duster ist. Und nach vorne runter zum Bug können die halt da nicht gucken. Und deshalb gibt es da diese Klappstege, wo dann nochmal jemand mit einem zusätzlichen Auge steht. Ja, Mensch, liebe Leute, also dieses Blinken hier, nee, das sind tatsächlich Menschen. Also der Oliver sagt auch, Schwester und Schwager stehen auf der Nova, bewaffnet mit Taschenlampen unter dem D. Also das hier unten ist auf jeden Fall keine defekte Lampe. Da ist jemand nämlich ordentlich am Blinken. Ja, das könntest du sein. Aber das ist ja nicht das... Du meinst, ich wäre das? Nein, also wenn du da fahren würdest, hättest du auch so eine Waffe mit. Das stimmt. Ja, also wer das genau ist, weiß ich natürlich nicht. Oh, ich muss mal einmal kurz... Also das ist irgendwo unterm D nochmal, wenn wir dann noch Ja. mal, wenn wir das nochmal einfangen können. Unterm D. Oh, guck mal, da ist auch so eine helle Lampe. Vielleicht ist das Das D. ist auf jeden Fall das D. Das könnte das D sein. Okay, ist auch ein bisschen das A, aber wir nehmen das mal als D. Liebe Grüße. Und gute Reise. Oh, guck mal, wie hell das ist. Sehr cool. Es ist sowieso so hell. Ich müsste, guck mal, um richtig die Farbe von dem AIDA-Schriftzug zeigen zu können, müsste ich das Kamerabild so dunkel machen. Aber diese Beleuchtungen, die sind leider so hell, um das Schiff anständig zu zeigen. Ja, dann sage ich mal allen eine gute Reise. Es geht wieder auf die Metropolentour. Ist ja schon wieder Feuerwerk. Ja. Das war Brigitte. Aber ich höre das Feuerwerk nur. Andreas packt nochmal 5 € ins Sparschwein. Dankeschön. Taler für 2 tolle Jahre. PS, in der oberen Zeile sind die Infos für den Videotext. Wie weit wir vom Schiff entfernt sind, Marci, oh, ich kann das immer ganz schwer schätzen. Ich würde mal sagen 200, ja, 300, 400 Meter, würde ich so sagen, 300 Meter.
Marci, aber ganz ehrlich, ich kann es so unheimlich schwer schätzen, die Entfernung. Vielleicht sind es auch 200 Meter. Frau Nussi hier ist neu auf dem Kanal und fragt, ob wir selber schon mal auf Kreuzfahrt waren. Nein, bisher noch nicht, aber die erste ist gebucht und findet im Juni statt. Ach, und Mandy schreibt, dass sie Montag ihre Eltern von der Weltreise abholt. Aber müssen die denn auch immer so furchtbar früh kommen? Also es wird bestimmt so eine 5 Uhr Nummer, die Ankunft. Fahren die denn an dem Tag auch wieder raus eigentlich? Die geht abends wieder Ja, raus, ne? ja. Ich glaube, die geht erst um 20 Uhr raus. Also Malte sagt, du sollst noch eine Stunde streamen. Dann geht's zurück mit Nordica. Ja. Das galt jetzt nicht uns, sondern da unten, das war, glaube ich, ein Warnhinweis für den einen Kollegen, der da gerade aus dem Vorhafen kam. Aber heute hat sie mal wenigstens ordentlich die Strahler wieder an. Die hat sie auch nicht immer an. Kuxi aus Kassel, danke dir vielmals für 3 Euro Superchat. Und Stefan, willkommen auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Oh, oh, ich glaube, hier unten tut sich was. Das ist doch eine leere Fähre. Eine leere Fähre. Eine leere Fähre. Eine leere Fähre, ja. Sorry, Aida Nova. Aber was willst du machen? Wenn eine leere Fähre kommt, dann kann das nur Captain Dende sein. Juhu! Attacke! Was ist AIDA gegen eine Haddock-Hafenfähre mit dem Cowboy des Hafens, Kapitän Dende? Eine Geburtstagspirouette. Sensationell. Sensationell. Dann galt das Horn vielleicht eben doch uns, dann war er ja nur noch weiter weg. Ganz lieben Dank und viele Grüße, lieber Dende. Viele Grüße. Dende eskaliert. Jetzt noch mal ganz schnell einen Blick zur Nova. Oder ist sie schon weg? Ja. Aber Fähren 360 geht vor. Absolut. Ja, der Kompass muss kalibriert werden, genau. Frank Schulze, ganz lieben Dank und herzlich willkommen an Bord. Ja, Aida Nova. Dende hat vorgelegt, Nova kann nachmachen. Ja, hat sie aber heute
schön gemacht, die Nova. Also ich mag das ja gerade, wenn an Deck die Strahler an sind. Das ist echt richtig klasse. Das sieht dann einfach nochmal toller aus. Haben wir leider nicht jedes Mal. Einmal hatten wir ja schon den 360 von der AIDA. Ich glaube, das war die Sol. Die musste dann tatsächlich ihren Kompass kalibrieren. Und du hast dich so gewundert, was das Schiff da macht, ne? Ja, also ich hatte keine Ahnung, aber das musste ich dann auch lernen, dass die echt den Kompass kalibriert haben. Und die haben hier vorne am Holzhafen, haben die, glaube ich, 2 komplette Drehungen gemacht oder so. Und DS fragt, macht ihr am Hafengeburtstag oder an den Cruise Days dieses Jahr wieder etwas Spezielles? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind hier richtig Attacke dabei. Ist wahrscheinlich, also eigentlich könnten wir uns doch da drüben in diesem Apart-Hotel eigentlich ein Zimmer nehmen. Ja. Brauchen wir nicht immer nach Hause fahren. Ja. Also Auf Twitch kommt nochmal die Frage, ob Captain Dende der Dende ist von der Fähre. Ja, ganz genau. Das ist er. Der verrückte Vogel. Und die AIDA Nova geht jetzt auf die Metropolentour. Ich glaube, der nächste Stop müsste Rotterdam sein. Und da fährt sie dahin. Ist sie schon am Dockland vorbei? Die ist schon vorbei am Dockland, ja. Und wann ist sie bei der Elbcam? In 1,5 Stunden ungefähr, ne? Circa, Ja. ja, Elbcam 1,5 Stunden. Plus, minus, na eher plus, ne? Ich glaube, man kann die immer schon relativ früh sehen. Also müssen mal die Elbcam-Spezialisten sagen, die haben da einen genauen Zeitplan. Vielleicht, ich denke, 1:12 oder so. Stunde 12. Lumexer schickt Grüße von der AIDA Nova. Ja, euch eine gute Reise. Viel Spaß. Dende sagt, er hat etwas Zeitdruck, sonst wären es 2 bis 3 Runden mehr geworden. Ja, dann hätte er ja einmal hier durch den ganzen Vorhafen tanzen können. Ich warte ja immer noch darauf, dass es mal als Gegenveranstaltung zum Schlepperballett ein Fährenballett gibt. Ich wüsste auf jeden Fall, wer der Vortänzer ist. Und Beauty Traum bei Caro fragt, welche Elbcam? Es gibt ein bisschen weiter hoch Richtung Stade, Grauer Ort, eine Webcam. Also du kannst so 24 Stunden Schiffe gucken. Alles, was im Prinzip die Elbe rauf und runter fährt. Also du siehst ja jedes Schiff, was nach Hamburg kommt oder Hamburg verlässt. Wir haben auch einen Link, später eine Weiterleitung. Kannst du gerne mal gucken. Ist richtig interessant. Tobias fragt auch nochmal nach dem Link. Vielleicht können ja unsere Ja, Moderatoren ich mache das hier. Ich mache das Oder mal. Tanja macht das. Ja, bin ich schon gerade mit dem bei. Elbcam-Link. Schnulli wünscht sich das Geburtstagshorn für unseren Geburtstag. Das ist ganz lieb. Wir hatten das vorhin schon, aber hey, Geburtstagshorn kann man nie oft genug haben, Und natürlich oder? für alle, die heute Geburtstag haben oder hatten, nachträglich.
Happy Birthday. Ja, und jetzt passiert hier, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Also One Meishan war da noch unterwegs, aber die geht doch bestimmt, also die geht ja, wenn dann höchstens zum, nach Altenwerder. Also da denke ich mal, sehen wir nicht so wirklich viel von. Wäre nur noch die Skala, aber es dauert ja noch, ne? Und wer Ja. weiß, ob die pünktlich rausgeht. Ja, Stefan schreibt, er ist jetzt auch Fischmarkt. Stefan, vielen Dank. Ich glaube, ich habe eben schon Danke gesagt. Falls nicht, dann nochmal herzlichen Dankeschön. Dank dafür. Genau, jetzt können wir an dem Weiterbassen. Bluebricks-Boot Nee. weiterbauen. Da bin ich raus. Ich mache Bens ganzes Werk kaputt. Der ist ewig sauer. Der redet ein ganzes Jahr nicht mehr mit mir, wenn ich das Ja, versau. das kann sein. Das kann in der Tat sein. Ja, aber war ja auch so insgesamt ein langer Tag, oder? Ja, Ja. für Und- dich. Ja, für mich auch, aber du hast ja hier mehr. Ja, du hast ja Geackert. Tanja schuftet ja immer hinter den Kulissen. Ich dachte, du warst gerade sagen, ich habe ja schön gebruncht, irgendwie von 10 bis 16:30 Uhr. So lange? Du wolltest doch nur mal kurz dahin. Ich doch gar nicht so lange. Du hast doch gesehen, wann ich zu Hause war. Ich habe nicht gesehen, wann du zu Hause warst. Ich stalk dich doch nicht. Aber ich habe doch im Chat geschrieben, dass ich jetzt wieder zu Hause bin. Ja, das war um 16 Uhr irgendwann. Also um 16 Uhr. Da war ich schon lange mit dem Auto unterwegs hierher. Also Ach Quatsch. Wie auch immer. Ja, nee, ich muss sagen, ich bin auch so ein bisschen so. Nach der Kaputski. ganzen, ja, ich bin so ein bisschen so. Also gerade, ja. Ja. Ich muss noch mal meinen Chat holen. dein Chat. Ja, Hast du ihn wieder in die Ecke getan, dein Chat? Und die S fragt, wann seid ihr mal wieder mit Niklas auf der Fähre unterwegs? Ja, wir haben schon Kontakt, wir tüfteln auch schon was aus. Ja, Fähre wollen wir noch mal machen. Ja, auf jeden Fall. Da sind wir aber dran. Stefan Richter, ganz lieben Dank für deine Unterstützung. Dankeschön. Gucken nochmal hier. Und Gigi ist jetzt auch seit einem Monat schon auf der Reeperbahn. Danke dir. Dankeschön. Und Puffy, willkommen an Bord auf Twitch. Puffy, die fahrende Ritterin. Danke. Nee, Leute, ganz ehrlich, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen platt. Aber so positiv platt. Also so hat mir Spaß gemacht. War also echt ein toller Tag, auch mit Ben mal was anderes zu machen. Wir haben ja heute Nachmittag ein bisschen Klemmbausteine gebastelt und da das Seenotrettungsboot. Und jetzt muss ich sagen, bin ich echt so ein bisschen platt. Ja, Heimat Live sagt, an der Kamera flackert oben so ein leichter Streifen. In der Tat, das ist ein Bild. Ich sehe sowas immer nicht. Ja, doch, guck mal da oben. Das sind aber nur oben. Das ist so eine Reihe mit 1-2 Pixel rein. Ich musste es untersuchen. Trotz Brille nichts Ja, es ist gesehen. auch nur die eine Kamera. Also vielleicht ist es Kabelpsychose oder mal sehen. Aber das ist, mache ich ganz in Ruhe. So, liegt morgen denn irgendwas an? Also morgen Du wolltest einen Teststream machen eventuell. muss ich eventuell was testen. Ich habe eine Kamera zum Testen bekommen. Die muss ich eventuell mal ausprobieren, gerade vielleicht sogar bei Dunkelheit. Mal gucken, ob wir das mit der Preziosa verbinden. Ja. Preziosa ist ja auch so ein Evergreen.
Oh, macht immer Party und viel Blink, Ja. Blink. Ich weiß gar nicht, ob sonst morgen groß Schiffsverkehr ist. Das werde ich mir dann morgen früh dann mal angucken. Ja. Paddy braucht wieder neue Kabel, schreibt Schnulli. Ja, ja. Ja, es kann auch sein, dass ich das irgendwie hier geschafft habe bei meinem ganzen Kabelwirrwarr, dass ich da irgendwo was gebastelt habe, was jetzt diesen komischen Bildfehler da verursacht. Keine Ahnung, das gucke ich mir mal ganz in Ruhe an, aber das sind lösbare Probleme. Schlimmer wäre, wenn das jetzt mitten durchs Bild wäre, dann würde ich wahnsinnig werden, aber jetzt oben am Bildrand, da kann ich mit leben. Ja. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf? Oder? Ja. Ja, machen wir. Machen wir, ne? Ich bin echt ein bisschen durch, insofern. Ja, bis wir jetzt hier abgebaut haben und zu Hause sind. Genau, bis dauert wir das ja auch noch ein abgebaut bisschen, haben ne? und so weiter, ne? Was ist denn mit der Skala? Ja, Ja, das wäre jetzt noch das Einzige. Aber könnt ihr ne? nicht mal die Skala jetzt schon losfahren? Die kann doch selbstständig fahren. Die braucht doch nichts. Wie sagst du mal, Hebel auf den Tisch und tschüss? Ja, aber die legt ja auch nur ab und dann zack ist sie weg. Ach, die verholt auch nur, ne? Die Die verholt auch nur, ja. Achso, ganz die. genau. Okay. Ganz genau. Ja. Annette lässt nochmal 2 Euro da. Danke, der Annette. Dankeschön. Und 1978 ist jetzt auch auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Vielleicht sehen wir die Skala ja morgen noch. Weißt du, wann die rausfährt? Also wann die wirklich ablegt? Keine Ahnung, muss ich erstmal nachschauen. Richtung Elbcam? Das muss ich selber erstmal nachschauen. Das weiß ich nicht. So. Vielen Dank, dass ihr heute, also dass viele von euch an beiden Streams dabei waren. Es war wirklich ein langer Tag, seit 13:30 Uhr sind wir am Stream mit einer kleinen Pause zwischendrin. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Richtig Basteln Spaß. ist sowas für dich, ne? Basteln ist was für mich. Also gerade solche Klemmbaustein-Geschichten, da habe ich richtig Bock drauf. Vielen Dank, dass ihr uns da unterstützt habt. Oh, ich habe voll Den Hänger. ich habe voll den Hänger. Also ich habe echt gerade einen Hänger. Ich habe wirklich gerade einen Hänger. So, Paddy. Vielen Dank, dass ihr uns so toll unterstützt habt. Heute den ganzen Tag das alles mitgemacht habt, dass ihr im Chat wieder so aktiv wart, aber dass ihr den Kanal auch unterstützt habt mit euren Spenden, mit den ganzen Glückwünschen, mit den Mitgliedschaften, den abgeschlossenen, den verschenkten, auf Twitch mit den Subs und mit den Bits. Ganz, ganz vielen Dank. Vor allem danke für 2 Jahre. Also viele von euch sind ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Einige haben jetzt erst vor kurzem den Kanal gefunden, sind noch nicht so lange dabei. Wir freuen uns natürlich auch, dass da auch immer Bewegung drin ist. Du hast natürlich immer Zuschauer, die kommen und gehen, und es gibt Zuschauer, die waren von Anfang an dabei, die haben dann irgendwann keine Lust mehr. Es Oder ist ja kommen immer dann so ein noch mal bisschen, wieder, ne? also es ist immer ein bisschen Bewegung drin, aber wir freuen uns natürlich, dass es auch, also dass du halt auch die Leute, du hast so das Gefühl, du kennst sie. Also du siehst so einige Namen im Chat und irgendwie hat man das Gefühl, ach ja, ach der wieder und der wieder und der wieder, ne? Waren ja auch schon viele persönlich hier, ne? Also in den 2 Jahren Ja. haben wir schon unheimlich viele Leute auch persönlich getroffen. Also ich weiß nicht, ob das so normal ist für so einen Kanal. Also dass du so viel Kontakt, also persönlichen Kontakt auch hast. Das finde ich ja immer toll, weil ich bin ja so ein kontaktfreudiger Mensch. Also mir ist das manchmal so ein bisschen, also ich hätte mehr Kontakt würde ich besser finden. Also diese Anonymität kannst du ja nicht ändern. Die meisten Leute wohnen halt weit weg, aber ich hätte mehr so lieber ein bisschen Attacke mit Menschen. Das mache ich ja immer gerne. Und Gigi sagt, wird auch mal Zeit für ein Fan-Treffen. Ja, Hafengeburtstag. In Ja. der Hamburg Hafen Live Lounge am Gin Hotel. Einzelheiten dazu gibt es aber nochmal. Ja, wir arbeiten da mit Hochdruck dran. Also Ja. ich denke mal, dass wir da so unsere Liste, wer sich da gerne eintragen möchte, wer kommen möchte, auch vielleicht so übernächste Woche so spätestens mal. Nächste auf jeden Fall nicht, aber eventuell übernächste. Ja. Eventuell übernächste. Ein flacher Mars lässt nochmal 5 Euro da für 2 Jahre unternehmerisches Risiko. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank.
Es war ein sehr schöner Tag, was es morgen gibt. Schauen wir mal, ob Teststream, ob Preziosa, ob ein Preziosa-Teststream, ob Skalar, wer weiß. Irgendwas. Also wir gucken mal, wir schauen uns das morgen früh an. Jetzt erstmal ein bisschen einpacken nach Hause, Füße hoch. In diesem Sinne, ihr Lieben, macht's gut. Habt noch einen schönen Abend und vielleicht ja bis morgen. Und vielen Dank. Ach, wir haben die Mods vergessen. Ach, die Mods, ja, die Mods natürlich wieder, Mensch. Ach. Ja, aber das kommt auch, weil wir mit den Mods auch immer zwischendurch so viel schreiben. Man hat so das Gefühl, man ist Ja. auch irgendwie immer, ne? Also ganz lieben Dank. Wir haben ja so eine WhatsApp-Gruppe. Es geht Ja. meistens morgens um 5:30 Uhr los. Moinsen. Alle Dann wach? schreiben die ersten Moinsen. Alle wach? Oh, wenn du dann vergessen hast, das Handy auf leise zu machen. Ist doch der schönste Wecker. Wir haben in der Mod-Gruppe alle Arbeitszeiten dabei. Ja. Also wirklich alle. Gut, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss.